Hallo! Hallo Mandu! Willkommen! Horizon Zero Dawn. So, dann noch geschwind umschalten. Was geht? Ja, was geht wohl? Horizon Zero Dawn geht. Ist dann schon ein wenig gespielt? Also, bis sei. Na. Na. Überhaupt nicht. Ich sage mal so, seit heute um 10 Uhr geht's dahin. Ich hab das Video gemacht, hab's aufgelohnt und vorher habe ich einen Stream hergekriegt und jetzt geht's weiter mit dem Spiel. 3-4 Läufe, 3-4 12, also 8 Stunden. Nicht so lang, also nicht lang. Nein. Also lang war es gestern nicht. Also es war ganz normal, kurzer Stream. So, da haben wir nicht lange umeinander. Gehen wir in das Spiel rein. So, ich habe meine Kamera noch mal ein bisschen umgesetzt, weil ich glaube, ich bin da ein bisschen besser aufgekommen. Jetzt wenn ich da ein wenig aufgeswitcht. Seht zwar nicht ganz alles, was da ist, aber ich sehe zumindest Waffen. Und da drüben ist halt Aloy meistens. Aus dem Grund, ja, werde ich da bleiben. Also, da bleiben. Genau. Plan ist heute ungefähr bis um Resimi sowas auf Nacht. Hallo Tati Lisa. Sowas war der Plan. Ja. Natürlich habe ich ein bisschen sparen müssen für das Video, aber ist nicht so schlimm. Da ist irgendwas Unbekanntes. Das müssen wir mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das schauen wir uns jetzt mal geschwind an. Ein blockierter Weg. Achso, schon wieder so ein Dings, die Bums, die fehlendes Werkzeug benötigt. Ja. Ich kann es nicht versprechen. So, das ganze Zeug da herum haben wir alles geschafft letztes Mal. Quest haben wir, Hauptquest und dann Düsterpfad. Fortan noch nicht, Kampfplatz können wir noch nicht machen. Ich glaube, wir machen noch geschwind den Düsterpfad. Schließen wir das noch geschwind ab. Die muss ich übrigens schauen. In mundgerechten Stücken, Schatzi, du bist ein Schatz. Also Verpflegung ist wirklich top. Ja, da haben wir ein paar Stürmer. Und ein paar Sprengstacheln. Also mir greift man die da hinter da. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Au! Ich habe übrigens Zielhilfe ausgeschaltet, nur so zur Info. Oh, dieser auch gesessen. Heilen. Nein, das kann nicht sein. Ja, doch, sechs so das zu sagen. Nichtsdestotrotz mag ich aber jetzt die Stürmer da noch haben. Stürmer haben. Überbrücke Stürmer.
So, dann hätten wir schon mal erledigt. Wo ist Horn? Man hat das also wunderschön abgeschossen. Oder eh wieder nicht? Ah, anscheinend nicht. Keine passende... So, wieder einen erledigt. Also schon langsam kommen wir klar. Tati ist die Beste, das stimmt. Das ist so. – 23 Steine haben wir schon. Mir geht halt Munition definitiv weit schnell aus. Sehr schön. Maschinenmuskeln. Das nehme ich mit. Von den Muskeln haben wir halt einfach schon so viel. So hilft der das. Ach, noch ein paar Heilpflanzen. Ja, du kannst mir jetzt noch so viele Informationen über Stürmerüberbrückung geben, aber ich werde nichts überbrücken, weil ich hab's gerade alle erlegt. So, jetzt ein bisschen war, wenn wir da noch irgendeinen so einen Vogel mitnehmen könnten. Irgendein so eine Krähe oder sowas. Ja, wie? Den habe ich nicht getroffen. Voll scheiße. Nein! Ach. Das ist ein Waschbär, oder? Ja. Ein Mäuschen. Reichhaltiges Fleisch. Wow. So ein Vogel war heute schon geschickt. Also Wildsaum. Aber kein Vogel. Und da kann irgendwie was sauber. Um Gottes Willen. Heilung. Müssen wir da noch nach oben. Oh, da ist noch so ein Stor. Den nehmen wir mit. Was ist denn da? Ich könnte den Grünglanz eintauschen. Eine versunkene Höhle. Grünglänzsplitter. Der Fisch stirbt nicht. Einmal nach unten. Du besitzt nicht die nötige Ausrüstung, um tiefer zu tauchen. Na, dann gehen wir wieder rauf.
Wo sind wir denn hier reingekommen? Super. Keine Ahnung, wo wir mir reingegangen sind. Hallo. Ab nach oben. Da ist der Ausgang. War ich so weit unter? Jetzt stehe ich oft. Hallo. Oh. Brücke ein Stürmer. Das war fast knapp. Ich glaube ja eher, dass wir da herkommen haben. Okay, blockiere Weg. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ja. Wasser im Stiefel. Ja. Herfedern. Immerhin Ohrenvogel. Nein. Schade. Gibt's da noch irgendwo einen? Anscheinend nicht. So, wir müssen auf alle Fälle durch den Weg auf. Das ist noch eine Kiste. Ich weiß gerade gar nicht, was wir für Upgrades brauchen. Ein Eichhörnchen. Oh. Episch. Eichhörnchenknochen.
flieg halt nicht weg. Mein Gott. Da ist noch einer. Oh. Schon wieder nur blau. Das kommt für später zum Vorrat. Na, mit geht's auch noch mit. So. Ab nach oben. So, jetzt mitnehmen, kann man beibrauchen. Brauche ich irgendetwas episch von dem Vogel. Soweit ich das noch im Kopf habe. Keine Munition. Oh Gott. Waschbärknochen. Und Wildfleisch. Position war ja an sich da wirklich nicht schlecht. Die Leute da werden angegriffen. Hey, du da oben! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job. Ich behalte das. Was haben wir denn da? Gräber. Könnte es lernen, wenn hier eine Brutstätte ist. Waren die Sohle? Nein! Oh Gott. Es ist halt noch schwer. Leider. Naja. Haben wir jetzt einen neuen Vogel? No. Erstmal looten. Metallscherben. Sieht nicht gut aus, Leute. So, einmal stiller Schlag. Hallo, Baby. Ihr solltet es lieber lassen. Ah, sag einmal. Oh, das hat wehgetan. War alles, was ich hatte. Munition. Oh, ich will nicht in ihre Haut stecken. Au.
Es gibt's doch nicht! Die haben echt nicht ohne. Sieht nicht gut aus, Leute. Na, überhaupt nicht. Nicht du schon wieder. Nee, die ist Oli schon wieder. Hallo. Ich brauche Munition. Oh Gott. Da kommen noch mehr Maschinen. Also ich stelle mich gerade so richtig saublöd. Sieht nicht gut aus, Leute. Oh Gott. Ich hab's befürchtet. Irgendwer ist befürchtet, dass sowas kommt, da ich da irgendwann einmal anfange. Aber ist kein Problem. Hallo, Aloy ist back. Oh, das hat wehgetan. Da kommen noch mehr Maschinen. Bring dich in Sicherheit. Ich mach den Rest. Geh, Lukascha. Ich helfe der Nora. Ah, auch das erledigt.
Sache frisst sich durch die Panzerung. Oh, 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 oh. Gibt's ja nicht. Oh. Das war der letzte. Ich sollte nach den Flüchtlingen sehen. Die Show ist wohl vorbei. Wahnsinn. Die brauche ich ganz sicher noch. Also Heilung kann man auch bei brauchen, so viel steht fest. Die Fallen. Das legen wir mal. Okay, da gibt es noch ein paar Metallscherben. Wahnsinn. Also, dass es so stressig wird. Aha. Faserwurz. Ja, der Faserwurz. Und jetzt durch. Haben wir noch was? Ein Wühler. Ist das schlimm, Lokascha? Ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schattenkarja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist... Als der Thronräuber Avad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schattenkarja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Avad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savoha wird uns hinführen. Aha. Sieh euch's doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr.
Ihr müsst Savoha holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savoha, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation, wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savoha ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Okay. Also, mich da jetzt nicht gescheiter sein, aber irgendwie gefühlt ganz sauber haben die nicht. Was ist ganz sauber haben die nicht? Das ist halt, ja, ihre Sekte. Gibt's ja in echt leider auch. So, ich denke mir, du gehst nach oben. Jo. So, jetzt schauen wir gleich, dass wir nichts verpassen. Ist das der Weg der Affe? Jo. Er wird steinig und schwer. Oh, vielleicht warten da ein paar Vögel auf uns. Okay, leider nein. Ein Stück von der Leiter. Lukascha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Okay. Hui! Hahaha! Das bringe ich später einem Färber. Wo ist jetzt der Fugi? Oh Mann. Ja. Aha, so funktioniert das. Bitterkraut. Noch mehr Bitterkraut. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Mhm. Hab das schon vorher rausgefunden. Weil ich bin ein guter. Ich weiß zwar nicht, ob wir uns mir noch auf dem Weg befinden. Aber das ist egal. Die Leiter muss hinter Savoha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Na, so ein Splitter. Mhm. Eine zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Probieren wir es einfach. Ja, geht. Sehr viel Blut. Savohas? Mhm, wahrscheinlich. Haben wir es Da vorher ist der schon gedacht. Sturmvogel. Ich komme näher. Oh, Maschinen. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. tja, was da wir mir erledigen? Gibt's da irgendeinen Vogel? Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbrückt.
Leider nein. Oh, da gibt's Loot. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir nach unten. Geschafft. Die Säure ist überall. Oh. Hallo. So, dann hätten wir erledigt. Hab dich. Was heißt jetzt das? So bringt mir das. Das hilft. Das gibt's doch nicht, ha? So, der Wutstoß ist vorbei. Was der jetzt gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Mal ansichern. Steh auf! Ey, zack! Das waren alle. Das verstaue ich für später. Wahnsinn. Also entweder hat es echte Zielhilfe ausgemacht, die wo ich heute ausgeschaltet habe. Was durchaus sein kann. Weil Zielhilfe möchte ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ich möchte es ohne schaffen. Aber durch das ist halt auch jetzt ein bisschen anspruchsvoller geworden, das Ganze. Die kommen in meinen Rucksack. Mhm. Da drüben noch was.
Fähigkeiten, Fertigkeiten. Kriegerin. Hammer, Resonatorstoß. Haben wir nicht da irgendwie etwas gehabt? Ausdauer, Regeneration, niederschmetternder Schuss. Heilungsmäßig niedrige Gesundheit. Trankgeschick. Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist. 4 Sekunden Verzögerung. Das nehmen wir mit. Inventar, neue Spule, Frostspule haben wir auch gekriegt. Haben wir da wieder nice. Waschbärknochen und Härfedern. Okay, da brauchen wir aber noch mehr. Vogelflügel. Was du da hier die Affe Kind? Aha. Nö. Okay, Vogel ist auch keiner in der Nähe, leider. Entdeckt Lagerfeuer. Wo ist denn das Lagerfeuer? Achso, da oben. Deswegen ist da das Areal, da haben noch ein paar Beschädchen gewesen. Okay. Das Zaboha. Erstmal Sieht speichern. schlecht aus. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Zaboha Die sein. wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz, er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den Düsterpfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Ossaram. Der Orden hat Angst, Zaboha. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Ossaram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich.
Sie brauchen eine Bleibe. Die Sicherheit. wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Ich glaube, Weg. du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Der Ossaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Hallo? Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Jetzt ist uns da nichts mehr. Jo. Signallinse Eine des Linse. Nachmittags. Ich krieg sicher 4 von 6. später raus, was ich damit mache. Inventar. Stoß- oder Sprengmunition. Okay. Boah. Also 2 Signallinsen gingen uns noch. Ich glaube ja schon gleich, dass Signallinsen nur da haben. Ja, Manni, wo bist du? Vergiss irgendwie teilweise so, weil wenn ich so lange Gespräche führen muss. Und die Typ ist da. Also mich dann wieder einschaltet. Savoha? Wie geht es dir? Alles gut. Ich muss wieder dorthin zurück. Savoha? Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lokascha informieren Okay. und ihr das Sturmvogelherz geben. Irgendwie hätte ich davor schon gemacht, dass es so weit kommt. Ah, da drüben kann man sich abseilen. Jetzt wenn irgendwo Vogel umeinander fliegen hat. Umeinander steht hat oder sonst was. Dann war ich direkt vor dem. Aber nein. Komm schon. Mach doch keinen Ärger. Geht aus dem Weg. Nein, Da ist Tolland mit seinen Schlägern. Ich hab da eine Leiter aufgebaut. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. wir lassen dich hier nicht durch, Ossaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig.
Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, wilde oder zerlumpter Schattenkaja. Ich hol sie mir. Willst du das wirklich tun, Tolland? Du weißt, wer ich bin. Glaubst du etwa, dass ein einzelner Osseram es mit mir aufnehmen kann? Wir sind zu 5. Ah, verdammt. Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauche die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Ist tot. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Ein Gabelbein! Ah, endlich! Ich brauche eine Werkbank. Ich kann etwas upgraden. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich kann etwas upgraden. Schnell reisen. Werkbank, her damit. Ist was mit deinem Rüstungen sind mein Geschäft. Urwand ist sicher begeistert. Hast du mehr für mich? Kriegerbogen, Schnellreisewerkzeug. Eigentlich nicht. Rohstoffe verkaufen. Da ist Gabelbein. Genau das halt braucht. Werkbank benutzen. Frage ist nur für was. Da ist Stolperdraht. Ballenbeutel? Na. Herr Feder brauche ich doch. Okay. Der Nabelschwein. War da nicht irgendwie etwas? Oder Outfit? Reishorngeweih. Upgrade. Ist wurscht. Niedrige Gesundheit, zweite Chance, Verteidigung. Ich brauche eh Federn. Sagte der Eber? Na super. Du ein Fischler?
Ui. Danke. Außerdem entdecken, da gibt's noch eine mehr. Okali dokali. Schaut die nicht süß aus. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue Vermessung Toll. des Tags. Ui, jetzt hätte ich das fast geworfen. Faselst du denn? Oh, der hat doch bestimmt einen Wurm. Ja, ein bisschen. Schnörkel auf einem Stück Papier eine Karte nennst? Okay, lass hören. Wie sieht denn deine genaue Vermessung aus? Weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das an dir liegt oder am Ofen. Aber unten tanzt du durch und oben schön fluffig. Neue unerschlossene Stellen aufzeigen. Ich weiß nicht, ob das schon schuld. Wie läuft's, Hammerkorb? Aber schmeckt ganz gut. Seht ihr was trinken? Ja, ich hab's gesucht. So, dann haben wir jetzt normalerweise sämtliche Quests abgeschlossen, oder? Dann Rücken pausiert. Ob man es fast denkt. Dann haben wir diese erledigt. Dann nehmen wir unser Hauptquest, überbrücken wir so ein Dingsti-Bumsti-Gerät. So, ein stiller Schlag, Tarnabriss. Ja, Rauchbombenkapazität, stiller Schlag, Heilung. Leise bewegen, unauffällig. Ich kenne mich irgendwie so eine Outfit-Stärkung und so. Wirksame Medizin. Niedrige Gesundheit, Verteidigung. Da ist niedrige Gesundheit, Verteidigung. Niedrige Gesundheit, Fernkampf. Stelle Waffenausdauer schneller wieder hier. Machen wir das einmal. Also bis jetzt beschränken wir auch wirklich zwei Wege. Jägerin und Überlebende. Kriegerin vielleicht dann auch noch. Ich sage, den braucht man eigentlich momentan nicht. Hallo, Schwester. Hallo. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein, um die Herde nicht aufzuschrecken. Mhm. Eine Sekunde noch. So. Lauf. Hallo. Nein, du war einer. Nein, das ist sie nicht. Kann nicht sein. Riley. Krähe. Krähe. Na, Krähe. Die helfen mir gerade nicht. Hey, Wühler. Mein Hast du schon Rucksack ist was? voll. Ich pack's in den Vorrat. Danke. Haben wir da nicht schon noch? Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Wer ich? No. Tut mir leid.
Will du echt nach oben kraxeln? Anscheinend. Ich hoffe, heute passiert mal was. Irgendwas. Die Leute können nicht hören, weißt du? Oh. Eine Jägerin. Aha. Verkauft nur Sprengfallen und Werkstoff. Naja, lies dich nach. Ich wollte fragen, wie lief's für dich auf dem Kampfplatz? Vorrat. Da hat Maschinenmuskeln. Ach so, für Scharfschussbogen, Sprengschleuder, Seilwerfer und Häckslerhandschuhe. Fast bereit zum Aufbruch? Also Kim tut's da herum gar nichts. Richtig? Richtig. Ist aber nicht so schlimm, weil da unter das Fahrlicht. Der hat aber trotzdem gerne noch da um mich. Und das neue Jagdgebiet. Bin gespannt, ob man das Jagdgebiet schon machen kann. Reparieren? Also gut. Lagerfeuer einmal speichern. Eine Munition. Hoho, der jetzt ist schon besser, der Punkt. Was behaupten? Oh Gott. Der ist dann mal weg. Und ist noch ein Katzel. Okay, hilft nicht. So, probieren wir mal so ein Eistee. Geil. Ich kriege Beutel-Upgrade. Und ich brauche noch so eine Feder von so einem Vogel. Also mehr Pfeile drum kann. Da können wir schnell durch. Die mögen uns nicht. Ist verständlich. So, da drüben ist das Jagdgebiet. Fahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ein Karja-Horn. Vielleicht heißt das die Gesandtschaft für den Wald. Feuer aus. Dass du uns besuchst. Neues Jagdgebiet, das Schrecken. Ah. Der Schrecken.
Ah, Reibmaschinenruf. Mhm. Also wenn ich zu lang keine überbrückt habe, dann habe ich keine. Okay. Ich mach das schon. Turles, Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Find ich gut. Isvat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenakt sagen, sich Streifen verdienen. dachte Jagdgebiete gehören den Karja. Die Tenakt haben im Westen auch welche. Fragst du aber die Karja, haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenakt haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Karja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier, das sind Medaillen von den Karja. Kriegsbeute. Das heißt, man kann sie im Tenakt-Clangebiet gegen Ausrüstung tauschen. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Karja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Isvat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Die könnten dir da draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Ist das wieder so ein Jagdgebiet, wie wir es dort schon gehabt haben? Also letztes Mal. Sprich mit dem Jagdgebiethüter. Oh, hey Rotschopf. Brauchst du was? Eine explosive Stolperfalle und ein Seilwerfer. Sagen wir es so, war wurscht gegen Metallscherben, oder? Wenn wir es haben. Hauptsache, wir haben es. Fröhliche Jagd. Mhm. Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Achso, mit dir soll ich reden. Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakt suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Oh, ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Als Dank, dass du Turles aus der Klemme geholfen hast. Jagdgebiete. Alle Karja-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Dieses Gelände dient seit langem dazu, Jäger darauf vorzubereiten, sich die wilden Maschinen zu stellen, die an der westlichen Grenze herumstreifen. Von Herunterschießen von Maschinenteile bis zur effizienten Nutzung von Schockmunition. Die Prüfungen, die du hier findest, werden dir Lektionen vermitteln, die zum Überleben im verbotenen Westen unabdingbar sind. Aha. Entferne und plündere Wühler. Ach so. Wühler-Energiezellen. In 1 Minute 30. Nutze den Fokus, um die Energiezelle eines Wühlers zu markieren, damit er leicht zu sehen ist. Benutze Waffen und Munition mit Reißschaden, um Bauteile abzulösen. Probieren wir es, wird schon gut Alles gehen. ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbrückt.
Und der Wühler. Ich hätte das einfach überborgen machen sollen. Kann ich die Jagdprüfung abbrechen? Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. Na, das passt schon. Schaffen wir schon. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Wo ist einer? Und dort haben Ohne wir. Energiezelle kann er mich nicht erschießen. So, jetzt nur noch plündern. Nein! Nur noch plündern. Frost würde viel Einmal Schaden verursachen. den und einmal den. Aua. Abgeschlossen. Deine Belohnung, Retterin. Geht doch. Glanzstreifenbelohnung. Eine Jagdmedaille. Ja. Oh. Oh. Okay. Betäube Maschinen in der Nähe eines Wühlers, indem du ihre Energiezellen mit Schockmunition überlädst. Habe ich überhaupt Schockmunition? Ich hoffe. Aha. Ausrüsten. Frost. Donnerschleuder. Stolperfalle. Seilwerfer. Kommen wir mit einer. Munition, Schockpfeile. Diese Medaille stammen aus Zeiten der
roten Raubzügen gehören Kaja-Falken. Sie stehen für den Abschluss einer Jagdgebietsprüfung. Es ist nie zu spät, sein Geschick zu trainieren. Solche Prüfungen findest du Okay, wir nirgendwo haben sonst. Schockpfeile. 3 Minuten. Spring an den Seilen runter und starte die Prüfung. Für 3 Wühler. Da ist einer, da ist einer. Stürmer, Stürmer. Das könnte helfen. Energiezelle, die Hand hinten. Ganz ruhig. Das kann eine valide Taktik sein. Oh, 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 oh. Ich habe keine Energiezelle mehr. Funktioniert nicht. Kim. Oh. Ohne Munition kann ich nicht schießen. Was? Betäube Maschinen in der Nähe eines Wühlers. Das kann ich auch nicht schaffen. Oh. Meinung geändert, Retterin? Na. Rutsch die Seile runter. Dann starte ich die Zeit.
Das war stark. Also betäube. Okay. Ich hab die Aufgabe verstanden. Muss einfach nur den richtigen Zeitpunkt Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. Schon langsam verstehe ich's. Bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Spitz zum Feuern. Okay, wenigstens kriege ich meine Munition wieder zurück. Hört sich so an sich nicht schwierig an. Wieso war an sich eigentlich brutal? Ich hab noch. Das heißt verkackt. Oder auch nicht. Brauchst du doch Num-Num? Ich hab doch Num-Num. Du warst sehr gut. Das ist für dich, Retter. Oh, das stimmt. Was 45?
Nutze die in dem Gebiet aufgestellten Umgebungsfallen. Eigentlich? Okay. I don't know. Um Maschinen im Betäubungszustand zu erledigen. Okay, 3 Minuten Zeit. 4 wie 5? Das ist jetzt die Frage. Das Gelände gehört dir. Rutsch 3. einfach mit den Seilen rein. Ach so, das musst. Ja, schon mal, du musst noch endlich Antwort. Okay, das war schon mal sowas von schlecht, dass es schlechter nicht mehr geht. Oh, das ist machbar. Ich habe 3 Möglichkeiten Die Prüfung ist noch gefunden. nicht fertig. Willst du eine andere? Ich möchte es erneut versuchen. Spring an den Nach Seilen der runter und Prüfung starte gehe ich die auch nicht rauchen. Wenn ich die geschafft habe. Na super. Ich darf doch nicht warten. Oh. Lust auf eine andere Prüfung? Warten ist ganz schlecht. Ich muss nur schauen, wo fange ich an. Rutsch die Seile runter. Dann starte ich die Zeit. Einmal. Zweimal. Dreimal. Töte betäubte Maschinen mit Umgebungsfallen. Was zur Hölle möchten die mit betäubte Gegner? Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. Hä? Benutze deinen Fokus, um die in dem Gebiet ausgelegten Fallen zu sehen. Nutze die Schockmunition gegen eine Maschine. Baut diese den Betäubungszustand bei ihr auf. In dem Zustand kann die Maschine sich nicht bewegen. Nutze den Schockkriegerbogen oder die Schockstolperfalle, um Maschinen unter einer Falle zu schocken. Löse dann die Falle aus. Ach so. Alles ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Ja, dann brauche ich aber auch noch eine Waffen. Und zwar die da. Für einen Seilwerfer. Die Prüfung ist noch nicht fertig. Willst du eine andere? Die Falle glaubt nicht. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man...
Munition. Oh Gott, bin ich doof. Dann sprengen sie sich selber. Aber so funktioniert's. Geschockt. Na schön, ja. Du schon wieder einer fleißig. Natürlich stirbt er nicht. Na komm, leg mich um. Wo schneist du da so lang? Ich versteh's nicht. Zweieinhalb Stunden, das ist ja Wahnsinn. Für eine Folge. Du schneidest beide vor so. Ja, okay. Das erklärt so einiges. Ich brauche mal eine Werkbank. Weil ich glaube, dann kann die volle upgraden. Das darf mir vielleicht in der Ding helfen. Waffen-Upgrade. Explosive Stolperfalle. Seilwerfer. Kannst du bei ihm auf Kurzbogen. Schockkriegerbogen. Stolperfalle. Es kostet nur ein bisschen Draht. What? Hühlerwaffen. Rinder. Brauchen wir. Beutel, Stolperdrähte, Fallen. Fuchsknochen, Eichhörnchenhaut für Tränke. Eichhörnchenknochen. Stolperdrähte. Und da braucht man Nabelschweinknochen. Trankherstellung. Heilende Beeren. Wildfleisch, nein. Ja, Eistee schmeckt. Eistee schmeckt gut. Rohstoffe auffüllen. Passt. Dazu Prüfung abbrechen. Neu starten. Und dann machen wir das nochmal. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Okay, das war schlecht. Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst.
Nein, das passt schon, das machen wir jetzt schon, aber Alles frag ist mich nicht bereit. wie. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Meinung geändert, Retterin? Na, ja, mein Blick steht. Alles ist bereit. Es ist machbar. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Also, wenn er mich noch länger so Ich steht, dann kann mag ich etwas nicht mehr. anderes aufbauen, wenn du willst. Mag die scheiß Prüfung schaffen. Alles ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Natürlich hast mich du jetzt gesehen. Ist so logisch. Die ganze Zeit hat nichts gefallen. Jetzt auf einmal 6 mich. Oh. Lust auf eine andere Prüfung? Oh. Rutsch die Seile runter. Dann starte ich die Zeit. Okay, Planänderung. Okay, bringt's mir bitte um. Gut. Aber wenigstens meine Ressourcen wieder zurück. So, ich brauche jetzt Fallen. Gut, ich brauche Munition.
Ja! Geht doch. Der Schrecken ist nichts für Zartbeseitete. Das ist wohl verdient. Geschafft. Viertelstreifen, Halbstreifen, Glanzstreifen, Belohnung. Große Viertelstreifen, Belohnung, große Halbstreifen, Belohnung, große Ganzstreifen, Belohnung. Oh, Gewebe. Schockspule. Okay. Es Mehr ist nie erledigt. zu spät, sein Geschick zu trainieren. Farbe hinzugefügt. Sturmvogelhimmel. Trophäe erhalten. Beutel Upgrade, Stolperdraht und Fallen. Gänsefedern. Da. Nabelschweinknochen. Fuchsknochen. Fuchsknochen, Häherfeder. Trankherstellungen durch. Outfit Upgrade, los mir noch stehen. Waffen Upgrade. Sprengschleuder. Trauen wir nicht, weil dieser legendäres Ding ist. Seilwerfer. Plünderer Zirkulator. Plünderer Radar. Aha. Los mal kurz. Jagd. Aber dann haben wir dieses Jagdgebiet abgeschlossen. Quest deaktiviert. Und das ist ja erledigt. Und dann gehen wir noch da Affe zum Fragezeichen. Sprich mit dem Jagdgebiet Hüter. Hab ich doch eigentlich. Willst du dein Jagdgeschick erproben? Hm? Ich hab's ja geschafft. Okay, da kriegen wir jetzt deswegen auch nicht mehr, oder? Zu verkaufen. Wenn das zu verkaufen ist, dann verkaufen wir das Ganze. Stürmerhörner. Faserwurz. Färbungsteile. Den Rest müssen wir jetzt hier reinhalten. Spulen. Da haben wir nur so Billo-Spulen gekriegt bis jetzt. Bis bald, Rotschopf. Selbst der Retterin von Meridian tut ein bisschen Jagdtraining ab und an ganz gut. Mhm. Es ist nie zu spät, sein Geschick zu trainieren. Warum ist die Aufgabe nicht abgeschlossen? Ne, vielleicht sollte es nicht sein. Okeli dokeli. Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Da wir das jetzt da abgeschlossen haben, geht's mir kurz an Rauchen. Bis gleich. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Die Jägerin wird zur Gejagten. Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin?
Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. Lust zu trainieren, Retterin? Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Jagdtraining gefällig, Retterin? Retterin, das Jagdgebiet steht dir offen. So. Sind da schon wieder los. Discord. Discord ist ein guter. Lust zu trainieren, Retterin? So, dann. Da haben wir Dörfer. Wo ist mein Stürmer? Okay, ich hab keinen. Ja, dann nicht. Haben wir einen Vogel? Das müssen wir auch mal tun, dass wir das schneller herstellen.
Ich hasse die Vögel. Die flogen dabei fort. DualShock ist fast leer. Da haben wir das Ladegerät schon hergekriegt haben. Das genau gewusst. Einmal anstecken. Das ist leicht gefährlich. Okay, jetzt machen wir es mal. Einmal laden. So. Gräber. Rützau. Eichhörnchen. Ja! Gib mir eine Feder. Ich habe in Brutstätten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Ob es hier draußen so weit... Ja. Oh. Hallo. Oh Gott! Erledigt. Metallknochen. Ich hab endlich so eine Feder. Für mehr Pfeile. Das ist toll. Ich brauch's nicht mehr farmen. So, jetzt gehen wir mit der Affe. Müssen wir da den Pfad lang gehen? Bestimmt, oder? Yep. Da ist noch ein Lagerfeuer. Oh, da gibt es noch mit 2 Nebenquests. Ich komme von deinem Startgebiet nicht mehr raus. Das Ding hat mich im Visier. Ja, du lass mir mal in Ruhe. Oh, was haben wir denn da? Ah, schwarzes Armband.
bisschen Holz braucht man, weil. Dahinter ist doch was. Werde ich zwar wahrscheinlich wieder noch nicht rein, aber ich muss sehen. Erfrischend, schätze ich. Okay, da ist wirklich nichts mehr. Doch. Da ist irgendwas oben. Aber wie gehen wir denn da rauf? Okay, anscheinend dabei gar nicht. Was ist da drüben? Ah, Kiste. Aber irgendwann muss ich da um Erfi kommen. Es hilft alles nichts. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Naja, dann gehen wir halt wieder nach unten. Hilft nicht. Feuerreishorn. Darum ist Loot. Was ist hier hinten? Also das Lagerfeuer haben wir entdeckt. Wir sind noch richtig. Oh, das ist ein Lager. Und Heilpflanzen. Anscheinend ist das Lager schon lange verlassen. Mhm. Schaut so aus. Dafür haben wir einiges an Loot. Ein alter Kaja-Wachturm. Den sollte ich mir mal ansehen. Das ist bestimmt wieder so ein Signallicht. Genau, der höchste Signalturm, also ist auch wieder so ein Licht.
Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Nicht da oben, wie vorhin da. Ja, genau. Dieser Turm fällt fast auseinander. Aber nur fast. Geschafft. Und da ist noch eins dieser Geräte. Eine Linse. Der Dämmerung. Sicher später raus, was ich damit mache. Das glaube ich allerdings auch. Später ist aber gut. So, da gehen wir uns weiter abseilen. Dann können wir dann da unter irgendwo beim Jagdgebiet rausgerissen. Ja, das da vorne ist das Jagdgebiet. Okay, dann haben wir das entdeckt. Und da ist bestimmt das letzte. Genau. Dämmerung, Morgenröte mittags, morgens nachmittags. Ornament der Schrecken. Und 75 Jagdmedaillen. Wie kommt man zu der Werkbank, gell? Der ist einfach verschwunden. Oh. Na egal. Ah, ich habe wieder eine Reitmaschine. Okay. So, dann können wir unsere Pfeile erweitern. Also unser Pfeilköcher. Der kann jetzt mehr herstellen. Mehr lagern. Geiergabel, Bein und Präriehundhaut. Auf alle Fälle brauchen wir Fuchsknochen. Präzisionspfeile, Fallen und Stolperdraht. Naja, was ist das? Die sind erstmal alarmiert. Hihi. Oh, was Episches. Waschbärknochen. Also ich glaube ja schon langsam. Haben wir so ziemlich alle Tiere, die es da gibt. Ein Präriehund. Ein Präriehund. Habe ich noch nicht einmal gesehen. Nehmen wir mal die Quest so. Oh, 60 Meter da nach oben. Ist egal, da müssen wir sowieso lang. Und dort ist noch mehr eine neue Quest. Wenn ich da jetzt einige, dann habe ich ein Problem wahrscheinlich. Dann geht's weiter. Also, gehen wir noch geschwind dafür. Hey, was ist passiert? Was
geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese 2 Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Wäre halb so wild, wenn der hier nicht so schwer wäre. Was? 2 Idioten? Stottere ich? Ja, 2. Ich habe einen rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Du hilfst nicht. Im Ernst? Du etwa im Ernst? Da braucht jemand Hilfe auf der Klippe. Ja, natürlich hilft man mir. Signal der Sonne. Klettere zur Spitze. Trifft sie ganz gut. Aber wir müssen ja sowieso nach oben. Aber ich möchte ja das Signal-Ding da auch noch. Oh, das ist schon gut. Der weiß, dass die Hilfe brauchen und haut ab. Beziehungsweise haut nicht ab, sondern verrammt nur den anderen. Da wo es sowieso schon spät ist. Hallo? Was ist die falsche Richtung? Anscheinend. Naja. Dann damit noch mehr. Was soll's? Wenn diese so eine schnelle Aufgabe ist, dann lösen wir es ja wirklich eigen. Ja, der wirklich schnell erledigt. Wenn ich der nur geschwind helfen muss. Gegen Maschinenkämpfer oder irgendwie sowas. Easy. Bitterkraut. Oh. Erledige die Maschinen. Ich glaube, im Moment kann ich hier nichts machen. Nein, weg von mir, du Eimer voll Schrott. Blockiert der Weg. Die Präzisionspfeile. Dann kann man so ein Viech relativ easy ausschalten. Ja, ja. Oh Gott.
Gebt nicht auf. Ruiz. Es gibt's so nicht, dass wir die trotzdem treffen, ha? Bitte nicht sterben. Ich kann sonst hier wegkommen. Maschinen. Sie haben die Ossaran hier oben gefangen. Au, 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 au. Du schaffst das! Das war's! Du hast sie erledigt! Ja, Hobby. Robuste Panzerplatte. Gut, dass es überall so viel Heilung gibt. Weil sonst meine ich, war es schwierig. Ah, da kein Maffe. Bist du oben? Lass uns reden, Fremde. Gerne doch. Bist du verletzt? Geht schon. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon. Wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Wenigstens muss ich ihm jetzt nichts zahlen. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Und da die Carja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie für mich und die Linsen aus den anderen Türmen. Und ich werde dich sehr reich belohnen. Also bist du eine Diebin? Ich bin eher eine Opportunistin mit einer guten Nase fürs Geschäft. Hör zu, die Carja werden die Türme sowieso abreißen. Für sie sind sie wertlos. Sie wollen jetzt mit den Tenakt auf gut Freund machen. Also ein Verbrechen ohne Opfer. So eine Chance. Sag das deinem Freund da unten. Selber schuld. Warum machst du es nicht? Na, auch ohne den verletzten Knöchel bin ich doch auch nicht nur annähernd so geschickt wie du. Komm schon. Es wäre doch wirklich schade um die Linsen. Mein Vater hätte das auch nicht gewollt. Dein Vater, ist er auch ein Dieb? Verzeihung, Opportunist, ja? Nein, er hat die Türme entworfen, bevor er gestorben ist. Deshalb weißt du also von den Linsen. Ja, sie haben ideellen Wert für mich. Tja, ich habe schon welche gefunden. Na, sieh mal an. Du bist wohl auch eine Opportunistin, was? Dann will ich sie dir gern abnehmen. Das hier sollte ein schöner Lohn dafür sein. Ich bin schließlich eine ehrliche Haut. Danke. Aloy. Raina. Okay, Aloy. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel. Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Kein Stress. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Mal sehen, was ich tun kann. Aha, erhalten 75 Metallscherben. Das kann ich nicht ziehen. Man kann die Möglichkeiten förmlich riechen.
Also 75 Metallscherben ist jetzt nicht weit. Okay, bin drin. Ich hoffe, da kriegen wir mehr, wenn wir Büsche haben. Na, Kim. Ich versuch's nochmal aus der Nähe. Na, da ist er her. Hallo? Naja, immerhin ist er. Nicht, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Nazi. Ja, weg. Da ist Polen offen, ne? Ich mach hier alles kaputt. Das ist wurscht. Bis er schon gesagt hat, wird er abgerissen. Das ist eine Kiste. Das kommt in meinen Vorrat. Das ist die Eins der Linse. Signalgeräte. Hier könnte ich eine Linse für Raina finden. Okay, das war dann wohl die letzte Linse. Mhm. Ich sollte mit Raina handeln, wenn ich wieder in Fahrlicht bin. Sagen wir es so, ich glaube, da kehren wir gleich zurück. Ich gebe Wir zu, haben alle. ich wäre Hast du die Linse gefunden? Vielleicht, wenn du mit mir handelst. Ha! Handeln wir! Bitte sehr. Was für ein Anblick! Und hier habe ich etwas für deine Mühe. Wenn du noch mehr von diesen findest, komm zu mir nach Fahrlicht. Verstanden. Wir sehen uns. Ein Grünglanzsplitter und ein Bronzebahn. Also normalerweise Signallinsen haben wir alle. Signal der Sonne. Mhm. Also haben wir dann auf so gewisse Sachen wie blockierte Wege und solche Sachen, wir tauchen. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles entdeckt. Das heißt, wir können jetzt endlich noch Fahrlicht gehen. Das Schlimme ist ja das. Eigentlich wollte ich vor 2 Stunden schon dort sein. Aber naja. So nicht aufgekraxelt. Und los mich dann abseilen, glaube ich, halt mehr davon. Bevor jetzt den langen Weg wieder oben gehe. Man ist besser. Nicht ich voll. Oh.
Da war es auch gegangen. Egal. Dann gehen wir nach Fahrlicht. Karte. Das ist dann eine Mission und ansonsten haben wir aber da jetzt das Anfangsgebiet normalerweise fertig. So, jetzt schauen wir mal. Blockbrecher. Nahkampfzünder. Verteilter Schuss. Feuerstoß. Wo kann ich schneller herstellen? Der Zerstörer. Halbmondhieb. Das ist nur Fallentechnik. Da brauche ich eigentlich gar nichts. Powerschüsse. Werkbankexpertin. Ausdauerndes Feuer. Niederschmetternder Schuss. Ultraschuss. Was ist das? Powerschuss. Breiter Stoß. Fernkampfmeisterin. Das ist der Doppelschuss für Präzision. Ich gern so schnellere Ding da. Herstellung von Sachen. Da Zeit. Okay. Nahkampfschaden. Nahkampfzünder, verteilter Schuss. Kritische Stärkung. Nahkampfschaden. Schaden plus 30%. Blockbrecher. Mhm. Waffenausdauer. Mutmeisterin. Und tiefe Konzentration. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Waffenausdauer. Konzentration plus mehr Munition. Schwere Waffen. Ultraschuss. Waffenausdauer. Aha. Ockli-dockli. Wie stellen wir denn jetzt hier für die Jägerpfeile? 2. Ockli-dockli. Stürmer, komm zu Papa. Los geht's nach Fahrlicht. Zeit wird. Lang nur hat's dauert. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen, herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland, neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn Sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran.
Gut zu wissen. Und, vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahrlicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Hallo Mandu. Schmeckt der Eistee. So gut schmeckt er, dass er leise. Beuteverträge. Begib dich zu Karufs Beuteunternehmenlager. Aha. Ja. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Jägerin. Ich hatte gehofft, dass du herkommst. Ist Hallo. es das, was ich glaube? Jetzt hast du alle Linsen. Mhm. Mein Paps wäre traurig, dass sie die Türme abreißen. Und froh, dass die Linsen gerettet wurden. Ich danke dir, Aloy. Oh, hier. Das ist für dich. Das war doch wirklich eine gewinnbringende Sache für uns beide. Und was hast du jetzt vor? Ich kehre damit zum Anrecht zurück. Dem Knöchel geht's besser und ich vermisse den Ruß in der Luft. Hoffen wir, dass du unterwegs nicht noch mehr gute Chancen witterst. Ich verspreche lieber nichts. Viel Glück, Aloy. Bronzebarren und Name Grünglanzsplitter. Der kann doch nicht mal gerade pinkeln. Echt so schlimm? Das ist ein Lagerfeuer, das speichert mit so Wie mit. ein Glashammer. Ach man, du. Jetzt deine Videos schon fertig geschnitten. Nein, nein, wir wissen alle, wer das war. Aber wir sind die, die es wissen müssen. Aufs Anrecht. Und deine neulich. Schön geschützt. Beide mögt euch nicht, aber Wird Zeit, deine Scherben einzusetzen. Warum sagst du schon was? Mit mir redet. Ich bin ja launig. ich wiederhole mich ungern. Ich kann halt einfach nicht anders. Lass uns handeln. Heilmittel für Scherben. Ja, es ist ein wenig so ein Mischmasch. Reinigungstrank. Plus 30% Elementarverteidigung für 30 Sekunden. Aha. Okay. Zurückkaufen, nein. Möge die Sonne dich leiten. Hauptsache es hat dir gefallen. Das ist wichtig, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Ja, mach das. Unvorbereitet loszuziehen schreit geradezu nach einem Pfeil im Bauch. So ein Da ist mein Vorrat und da ist eine Werkbank. Jägerin. Schauen wir mal, ob die was Besseres hat jetzt. Uff. Ein Häckslerhandschuh. Schneller Kriegsbogen. Niederschmetternder Scharfschussbogen. Der ist halt schon. Ja, ja, das war mir fast klar, dass du nicht geschnien hast. Also, weißt schon. Hm.
Löschwasserbomben. Die Frage ist, ob wir jetzt dann nicht bessere Sachen kriegen. Ich lasse jetzt einmal, weil aktuell bin ich mit meiner Ding sehr zufrieden. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt noch recht viel verbessern, außer Beutel. Aber Beutel, glaube ich, habe ich jetzt nichts gesammelt, was wir verbessern könnten. Fallen und Tränke. Eichhörnchenhaut. Präriehund. Und Fuchs. Trank. Okay, da drin gibt es noch eine Quest. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Retterin, du musst mir helfen! Aha. Von den gebrochenen Rippen. Klar. Meine Herren? Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen, aber wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir seinem Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Carja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Carja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Bad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Ich, sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber... willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Erend. Schon gut. Den Versuch war's wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Mike geschickt. Mich das noch schön treffen. Ja, was hilft in der Zeit außer Saufen? Nicht voll. Retterin, hör mir zu! Retterin, nur du kannst helfen. Carnava. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse... Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Carnava? Aloy ist es, die sie besiegt hat und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich und dann wollte Laruvik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Carnava den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nosar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben.
Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nosar wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nosar lässt sich nicht ablenken. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig, also ließ es jemand absichtlich offen. Und Larovik nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt, und als Larovik die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und Larovik griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat. Neue Quest. Begib dich zur Lichtung. Und wo ist die Lichtung? Doran. Okay. Jetzt haben wir kurz wirklich gemacht, wir kommen Richtung Westen. Aber so wie es ausschaut. Ja, das ist noch jetzt. Wird's doch nicht so easy going. Aber ich hoffe, dass wir sowas schnell abschließen können. Das wird die Richtung sein, in der Konover die Eklipse gesehen hat. So, was schwer. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Sieht nach Ärger aus. Hier hat Konover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Oh, hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich die Lichtung untersuchen. Äste? Sie werden die Suche bald aufgeben. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Wieso? Rede mit den Wachen. Welche Wachen? Soweit doch irgendwie, wo es ist. Keiner weiß wo's. Denke mal, ich muss da auf. Was machst du als nächstes? Gehst du nach all dem zurück nach Haupt... Oder ja die verkehrte Quest aktiviert. Na, ist ja klar. Untersuche die Lichtung.
zwar manchmal schon, aber ich bin nicht hier, um die Präfekten daheim zu beeindrucken. Hauptsache ich gehe wieder zurück. Menschliche Spuren. Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Konova ja wirklich nicht. Achso, in die andere Richtung geht's. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Scharfschuss. $300 Schaden. Die Munition kann ich nicht schießen. Oh Gott. Ha! Jetzt sollte ich die Spur wieder aufnehmen können. Gräber. Oh. Ah, erst einmal suchen. Also mit Präzisionspfeilen kann man die ganz easy schnell ausschalten. Handspuren. Blut. Eine Menge. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Hm. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Erst mal hoch zu dieser Brücke da. Ernsthaft? Ich habe keinen Platz. Na egal. Das kommt in meinen Vorrat. Genau. Reichhaltiges Fleisch haben wir schon 9 im Lager. Stufe 10 erreicht. Neue Fähigkeiten. Ah, nur welche.
Trankgeschwindigkeit. Schwere Waffen. Mehr Schaden. Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen her. Mittlere Erhöhung Max. Niedrige Gesundheit. Fernkampf verursacht mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Klebebombe. Pflanzen. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Okay. Nämlich die 5 Usti. Und da oben 2. Und das da. Medizinkapazität. Ganz wichtig. Niedrige Gesundheit. Fernkampf. Verteidigung. Also das da glaube ich ist etwas von den wichtigen. Da geht uns auch noch ein bisschen was an. Ah, da braucht man noch ein paar. Aber egal. Das ist ein Lager. Hier unten wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Wo bist du nur hin? Guter Blick auf Fahrlicht, wenn man das ausspionieren möchte. Mhm. Oh, das war mein letzter... Gott, das war gar nichts. Naja. Oh. Hallo? Die Spur endet hier. Bist du in diese Höhle hochgeklettert? Ha! Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Frostspule. Haben wir es jetzt? Gut. Da ist auch noch was. Ah, knapp vorbei. Du Affe oder was? Ich muss hier weg. Ja, grüß dich. Oh Gott. Ah.
besser. So geht's natürlich, ja. Oh, ist das weit geflogen. Weit. Na, wenn die Leute spinnen, geben sie Zeichen. Hallo. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Los, was sollen wir denn jetzt tun? Wir gehen weiter, wie bisher nach Westen. Wenn wir aufgeben, kriegt der Krieg. Wir müssen Wesley finden. In diesem Schatten finden wir Kraft. Ob Larovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Also hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayat war unsere Verbindung zu Wesley. Und jetzt ist er tot. Wir finden Wesley, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir an Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Im Moment haben wir Jetzt haben wir gerade einen Cookie eingeschoben. Aber eines Tages wird es wieder uns gehören. Hunde braucht man doch. Hm. 75 machen Präzisionspfeile. Und 450er Kopfschuss. Hat das jemand gesehen? Sehen wir mal nach. Oh Gott. Oh, ich wurde entdeckt. Hat das auch jemand gesehen? Mehr. Ich brauche Hilfe! Ein... Verschwinde da! Das wirst du büßen! Ziel anvisiert! Gut, so viel dazu. Da draußen sind sicher noch mehr von denen. Besser vorsichtig sein. Mhm. Schnell! Hier drüben! Wir müssen mobilisieren! Damit kommst du nicht davon. Keine Munition dafür. Ah, sag einmal. Ah, ruhig. Gut, so viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eklipse. Wenn dieser Rayat die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Ist jetzt wieder eine größere Aufgabe. Altes Metallauge.
Das da ist wohl Rayat. Ich hatte recht. Rayat hat einen Fokus. Treue Eklipser. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Ich muss diesen Vesri suchen und sein neues Eklipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten, jenseits von Fahrlicht. Rayats Maske sollte reichen, um Conovers Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Okay, das hätte man dann erledigt. Also wenn die Teile wie im ersten Teil vorgelesen wären, wäre es besser. Wir machen eine Nebenquest. Vergiss das nicht. Haben wir denn mal die Sammelobjekte? Nein. Die Linsen? Na. Nix eigentlich, oder? Egal. Überspannen schaden. Okay. Auf das Metallauge. Noch mehr. Na, sag mal. Löschwasser und klebrige Paste. Süßwasserfisch. Also gibt es ja doch wieder Fischis. Eklipse-Maske. Ja, freilich gibt's einen Nom-Nom. Wum Today! Herzlich willkommen bei Wum Today. Entfernen. Entfernen. Auf blockieren. Ausblenden. Blockieren. Ausblenden. So ist gut, oder? Hehehe. Tati verkauft schon. Später hätte ich es zu meinen Leuten mitgebracht, sagen wir so. Weil ich keine Bissen. Hä? Bitte nicht auf Elektron? Ich glaube nicht, dass du Als wir dran mit der denkst. Eklipse in Meridian kämpften, dachte ich, wir hätten es geschafft. Ich lag wohl falsch. Hallo! Jetzt hat er. Wildschweinknopf. Ja, so geht schon nichts mehr. Reisen. Na, so lang sparen wir mir heute nicht. Heute tun wir nicht so lang. Heute gibt es noch ein wenig Landi. Zur späten Stunde. Weil morgen gibt es auf der schon wieder Aloy.
Kurz Luft schnappen, hm? Sieht nicht alles ohne mich aus. So. Dann befreien wir mal kurz unseren... Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Ja, den haben wir schon getroffen. Hallo. Achtung, Soldat. Sie ist zurück. Aloy. Schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber Nosar, ihn werden Worte allein nicht überzeugen. Will er einen Beweis? Zeig ihm die hier. Und sag ihm, dass Conover sein Leben riskierte, um einen Eclipse-Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde die hier Nosar bringen. Das war's dann? Das Ende der Eklipse? Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten. Du willst da raus und ihn aufhalten. Ich versuch's. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast verdient. Mach sie platt, Retterin. Na. Freiheit genießen. Ah, schon wieder 2 Fähigkeitenpunkte. Die haben wir gesagt, investieren wir da, oder? Wie war das? Da oben und dann da her. Und dann da Pflanzensammlerin und Medizinkapazität. Und dann kann man das da auch machen, es gibt Outfit-Stärkung. Schatten im Westen. Begib dich zu den Koordinaten des Eclipse-Versteck. Ja, nicht weit. So, jetzt haben wir aber wirklich alles abgeschlossen. Noch 3 Stunden. Können wir jetzt endlich mal weiter. Sie ist positiv, Bayiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Ja, Sir. Was soll die Mine, Mavas? Oh Gott. Würdest du lieber da raus? Nein, Sir. Ich hab verstanden, die Keine ist Angst. positiv. Wenn die Tenakt angreifen wollten, hätten sie das längst getan. Wenn du das sagst, Sir. Die ist positiv. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nosar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nosar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschelle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Karja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Karja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür
erhalten Sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer 3 Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Payev hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Wo finde ich Kommandant Nosar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Mhm. Wow. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Bereit. Brauchen wir nicht bereit machen. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakt-Horn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Es sitzt jemand drauf. Wow. Öffne bitte die Tore. Lasst sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt. Ich bitte höflich. Was soll ich denn nun tun? Mach dir nicht irgendwie schwer. Hey, Val. Hi, Erend. Befehl hier vor. Ist befehliche. Ja. Aloy will etwas, die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's!
Nehmt sie fest. Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosar! Du dummer Mistkerl. Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avad tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha! Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Na, was in Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Der Wal ist wieder dabei. Marat sprach. Die Tenakt. Die müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen. Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Wir sind im verbotenen Westen. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Carja vereinbart. Ich bin keine Carja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Den Carja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Carja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Carja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin Verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Carja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist Verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Carja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du, ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Carja sind mir völlig neu. Für die Carja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten?
Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hekarro brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hekarro warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kulrut. Im Glauben, ein Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hekarro starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kulrut. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kulrut ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kulrut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hekaros fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Carja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Carja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. 3 Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hekarro und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Carja. Die Carja reden über Hekarro wie über ein Monster. Die Carja müssen ihn verteufeln, und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte.
Die Carja müssen davon erfahren. Ja, du redest völlig anders über die Tenakt, als die Carja es tun. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Carja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hekarro weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hekarro kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Marschälle. Es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist dir los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Carja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Die Carja öffnen die Tore. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle, die ihr Tenakt sein wollt! Regala. Häuptling Hekarros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Carja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hekarro hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte.
Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen. Wo haben Sie das gelernt? Silence. Verschaff! Komm jetzt mit uns. Oder gar nicht. Schützen! Heizt ihnen ein! In Deckung! Nein! Schützen! Wehrt sie ab! Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Das werden sie nicht schaffen. Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Karja! Gebt nicht nach! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Okidoki. Deckung! Schützen auf dem Felsgrat! Und wieder einmal sterben die Helden vorm eigentlichen Spiel. Da kommen sie! Zeit zu kämpfen! Oh Gott. Der Kampf ist hier, nicht da oben. Lass die Verletzten! Der Kampf ist hier, nicht da oben. Aloy, hier ist Munition! Für die Urmutter! Ach so! Diesmal also die ganze Zeit. Auf den Reiter! Jetzt ist die fällig! Angriff jetzt! Lasst sie! Vernichtet den Gegner! Jetzt kannst du ihn erledigen! Tötet sie alle! Ziel anvisiert! Bringt ein... Erwischt! Kritischer Schlag! Was haben wir denn überhaupt? Rebellenstürmer. Schwach gegen Schock. Ja, das ist gut. Schock hätte man nämlich. Mein Gott. Verschwinde da!
schwach gegen Schock. Oh Gott. Nimm das, Aloy! Oh. Die Reitmaschine ist erledigt, aber nicht der Reiter! Tötet sie alle! Feuer! Sie und vernichtet den Gegner! Die haben die falsche Seite gewählt. Ich nehme die. Also gut, neuer... Munition! Müsst die Reiter aufhalten! Du mich nicht! Sehe die Fremde! Nickistenhau. Zurück. Die Ehre ist dein. Nein! Nur noch wir beide, Wahl. Wir packen das. Wow. Ich werde das beenden. Jeder und seine Beute. Na komm. Stirb. Jetzt mit einem Schockangriff. Jetzt haben sie Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie ist beschädigt. Vernichtet sie! Ja. Ich hab sie im Visier. Oh Gott. Nochmal! Vorsichtig, Aloy. Hätte die Kraft verloren. Menschenmetall. Andauernd will uns irgendwas töten. Schock stark gegen Säure. Dann Rückenstoßzahn. Alles verbraucht. Ziel angreifen! Zurück da! Oh Gott. Pfeile! Habt ihr schon mal gegen Nora gekämpft? Dieser Kampf... Versorge deine Wunden! Löschen wir sie aus! Guter Treffer. Ich brauche nichts als eine Klinge! Wo ist er denn? Löschen wir sie aus! Jetzt haben sie Angst! Ja, genug! Ihr da, Fremde! Ich häute euch! Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts.
Nun gut. Ja! Jetzt du, Kleine. 1 gegen 1. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich kann sein Schild durchbrechen. Schaden zufüge. Zwicks was? Ich muss durch den Schild. Deine Zeit ist vorbei. Oh, leck. Das tut gut. So, das ist meine Chance. Das stoppt mich nicht. Ergib dich! Ja. Ich komm.
So. Dann wir wieder weiter. Das habe ich vorher gesehen. Sein Schild hat sich regeneriert. Ich muss eine Abwehr durchbrechen. Ah. Okay. Dann fangen wir doch mal von vorne an. Behält er die Lue? Das habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Oh. Ich dachte, du willst kämpfen. Ich muss den Schild ausschalten. Okay, das macht Schaden. Du hältst mich nicht auf. Schild unten. Er ist verwundbar. Ich werde den Schild durchbrechen. Au, 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 au. Munition leer. Schwach gegen Schock. Ich muss eine Verteidigung durchbrechen. Ich muss durch den Schild. So, er ist ungeschützt. Der Schild wird dich nicht retten. Ohne Munition kann ich nichts machen. Crit. Du bist. Au, 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 au. Ergib dich! So, das ist meine Chance. Na komm. Du hältst mich nicht auf. Ja. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschhelle dezimiert, die Carja besiegt. Unser Krieg gegen Hekarro beginnt. Abmarsch! Schaff ihn ins Lager. Los! Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung.
Ich hab dich. Viel Spaß, mein Du. Lasst uns plündern, Jungs. Das hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Karja-Delegation wurde getötet. Nosar, Wadis, Fashaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen retten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Karja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst. Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Karja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf 3 Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den Roten Raubzügen wollte die Karja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet.
Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Avad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Karja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regalla und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. 2 Karja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Wegen Verschaf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Karja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Meinst du, die Karja werden etwas gegen Regalla tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Karja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Avad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Verschaf nannte Regalla Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschaf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ja. Gesichtsbemalung freigeschaltet. Der Schildflügel ist eine auf Energie basierender Gleiter. Ein auf Energie basierender Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Halte in der Luft Viereck gedrückt, um ihn einzusetzen und zu gleiten. Tippe Kreis an, um nicht mehr zu gleiten. Okay. Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regallas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte.
die Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenet-Rebellen? Das weiß ich nicht, warum dass er die Rebellen hilft. Reichhaltiges Sachen für den Fleisch. Vorrat. Ja, ich wollte eigentlich Fuchshaut oder so. Ha! Da gibt's jede Menge Tiere. Oh, Fuchsknochen. Gibt's bestimmt noch mehr Tiere. Das gibt's so nicht, oder? Dass ich den nicht triff. Ha! Na, ein Fuchs. So, Viecher jagen ist eines von den wichtigsten Sachen, die es gibt. Ja, es gibt Langhälse. Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Fuchshaut. Also Fuchsknochen und so ein Zeug brauchen wir ja mehr. Dazu sammeln wir da jetzt einmal ein paar so Tierchen. Die Krähe, die trief ich auf Anhieb. Da kriegt man nicht einmal was dafür. So, haben wir es jetzt schon langsam. Oh. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Reinigungstrank. Auf alle Fälle haben wir jetzt schon langsam voll mit Heilbeeren. Es gibt Langhälse wieder und ich glaube die Karja, die wo da vorprescht haben mit die Oseram, wer weiß, kennen wir die nicht auch. Apropos, ich hab Fähigkeiten. Rebellenlager, östliche Lage. Oh. 3 Fertigkeitenpunkte bringt es. Asaf.
Und Regala. Fertigkeiten. Ich glaube, da wollten wir beide da, oder? Pflanzensammlung. Und da brauchen wir 3. Endlich! Wahrscheinlich kriegt man aber von Tauben auch wieder nichts. Oh, 2 heilende Beeren. Ist schon mal gut. Fuchs. Und was Grünes. Okay, Rücken. Aber wir speichern. Wir sind jetzt auf alle Fälle im verbotenen Westen. Okay. Da haben wir Kerufsbauteil KG. Die Dornrücken. Und da ist der Langhals. Da ist die Hauptmission. Und da ist Schatten im Westen. Ja, schon langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob es nicht doch größer ist, das Ganze. Wie gesagt, da haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Tutorials, Fortbewegung. Warum wird mit dies erzeugt? Ich hasse das. Na egal. Auf alle Fälle müssen wir mir da oben und gehen wir dann als erstes einmal da hin. Zu Kerufsbauteil AG. Darunter haben wir Stürmer. Und dann denke ich mal, werden wir mir einen Langhals machen. Wow! Ich muss so gedrückt halten, das habe ich schon wieder voll vergessen. Reinigungstrank. Ach so. Ja, ist ja klar. Also das Schild macht Spaß. Von dem gehe ich aus. Na, das hält mich wach. Ja, so schönes Bad. Das hält mich wach. Hey! So, schon langsam kommen wir in die Richtung, wo wir nimmer alles sammeln werden. Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. Fuchshaut.
Oh, episch. Fuchsknochen. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Neben unserer Rüstung müssen alle anderen wie Schrotthaufen aussehen. Glaubst du wirklich, du schaffst das? Keruf, komm schon. Du kennst mich. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Lagerfeuer einmal speichern. Hallo. Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag Hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle in Fahrlicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larent kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Natürlich. Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Zähle auf dich, Aloy. Herdenhinterhalt. Erfülle Larents was? Hast du bis jetzt auch nur einmal was aus dem Vorrat rausgenommen? Ja, einmal. Beutevertrag. Begib dich zum Durchgang. Dieser ist im Vertrag angegeben. Finde weitere Beuteunternehmen Lager. Das nervt mich doch. Das triggert mich. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Ich sehe ihn zwar noch nicht. Ich krieg diese Rüstung hin. Ich weiß es. Aber ich hab Angst davor. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Begib dich zum Durchgang. Ah. Okay. Dann auf zu die Dornrücken.
Eigentlich brauche ich... Oh Gott. Verderber. Der Riesenhorus. Der über das ganze Gebiet drüber geht. War eigentlich eine wunderschöne Landschaft. Wenn Verderbnis nicht war. Sachen für den Vorrat. Ja, da haben wir so viel drin. Nach dem Rebellenlager. Unbekanntes Rebellenlager. Rebellenstürmer. Reitbare Maschinen. Nee. Notizbuch. Stürmer, Wühler, Gräber. Okay, da gibt's noch nichts Neues. Ein Außenposten mit Pferchen. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich muss seinen Weg da reinfinden. Ein Scan des Gebiets würde mir zeigen, was mich erwartet. So könnte ich Rebellen oder Maschinen im Fokus markieren und im Auge behalten. Oh Gott, da können wir gar nicht um. Schockmunition wäre hier nützlich. Was ist Schockmunition? Rebellensoldaten. Eine Zugbrücke. Geht's weiter. Und Feuer frei! Sie ist gefährlich! Du glaubst, den Grad ist gesichert? Sie ist da oben! Reiß dich zusammen! Pfeile! Ich muss das anders machen. Ja, hätte ich vielleicht durch sollen, ja. Na super. Okay. Ich muss hier erstmal aufräumen, bevor ich mich umsehen kann. Und Feuer frei! Mhm. Ist da so ein Regaler. Ich habe ein Teil abgetrennt. Spaß ist vorbei, Fremde!
Sie ist schnell. Da! Ich was! Das ist für Regala. Halt die ein! So. So, erst einmal sammeln. Hallo, ist auch schon voll. Wahnsinn. Das nehme ich mir. Heilung. Das ist halt jetzt wirklich das Gute, wir kriegen da bitte Heilbeeren. Wird sich jetzt zwar aufgesammelt, was schon wieder voll. Viele Pferche, nicht so viele Maschinen. Wo sind sie hin? Ich sehe mir mal die Höhle an. Oh, explosiver Schlamm. Die Höhle? Eine Zugbrücke. Das könnte mein Weg hinüber sein. Das war eine Hälfte der Brücke. Wie lasse ich die andere herunter? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Das kommt in meinen Vorrat. Vielleicht hilft mir mein Fokus, wenn ich die Brücke scanne. Ich hätte da gar nicht rein müssen. So, die Brücke ist unten. So war es auch gegangen. Ein Dornrücken. Er fiel anscheinend in einen Tunnel. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Olvens Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren.
ist was. Ein Grünglanzsplitter. Man nie um mich muss da. Okay, da einmal das ist mir aber wert. Du weißt zwar noch nicht, was wir mit deinen Splitter tun, aber irgendwie scheint der wichtig zu sein. Großzügige Lagerkiste, die lassen wir nicht denken. So, da ist jetzt irgendwo aufgegangen. Na schön. Aber da können wir nicht mehr durch. Ja, schade. Na, müssen wir wieder ausnummern. Heilen kann du mir noch kurz. Das Rebellenlager haben wir geklärt. Aber dort ist noch mehr unbekanntes Rebellenlager. Da müssen wir jetzt... Boah. Kehre zu Shawat den Willigen zurück. So wahnsinnig. Da ist das andere. Findet das Rebellenlager nördlich. Nein, Waffen? Schlägerjägerbogen. Überspannungsschaden. Okay. Plasmaverteidigung. Neue Rohstoffe. Okay. Dann sind wieder nur Sammelobjekte. Okidoki. Ich mag deinen Gleitschirm jetzt schon. Der ist cool. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind mal wieder an dem Punkt auch gekommen, da wo ein Sturmvogel kommt. Ja. Vielleicht wird es auch interessant, ich kann es nicht sagen. Eine gleitende Maschine, die Bedrohungen leicht aufspürt und verfolgt, egal ob am Boden oder in der Luft. Sie ist schnell, wendig und kann mit ihren scharfen Schweif und ihren Flügelspitzen zuschlagen. Ich könnte Frostmunition einsetzen. Was habt ihr für Stufe? Stufe 16, Aufklärung leicht. Und Frostschaden. Frostpfeile haben wir ja nicht. Oh Gott.
Ja, man denkt, die haben mich gefunden. Alte Wracks hier. Große Schlacht gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Hallo, warum läuft's nicht so weiter vor? Hallo? Vielleicht sollte ich mal Waffen nehmen. Ausrüsten. Ja. Also Ohren hätten wir schon mal. Scheinen in Ordnung zu sein. Kalt wie ein Gletscher. So was nein ich schwach gegen irgendwas. Gott, da liegt noch mehr. Ich brauche Munition. Oh Gott, war jetzt nicht geplant. Abgetrennt. Salati. Erledigt. Sprungschläger. Ja, das ist so ein Spezialding. Genau, was bringt, weiß ich selber noch nicht. Frostkanister Sprungschläger. Schwach gegen Löschwasserschaden. Habe ich jetzt nicht dabei. Känguru. Genau. Eine Transportmaschine mit einem Kühlsaftkanister. Ihre Fracht kann abgeworfen werden, um Verbündeten zu helfen oder als Waffe für Angriffe genutzt werden. Okay, da ist Frost. Eine Kettenreaktion, da haben wir aber nichts dafür. Aber gibt jetzt nichts, was für den Viecher wichtig wäre, oder? Doch Sprungschläger, Waffenspule. Ja, okay.
Dann... mal alles auffüllen. Was möchten denn jetzt die anderen da von mir? Und am Boden. Kritischer Schlag. Was ist jetzt mit Henk da? Ja, passt. Ich muss büßen. Ich brauche mehr Munition. Da braucht jemand Deckung. Gott. Los geht's! Ich brauche Munition. Bringen wir es zu Ende. Wo bin ich da? Richtung Langhals. Ich wollte aber eigentlich Dorf, gell? Na egal. Säurekanister graben. Kettenreaktion. Schwach gegen Schock. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal.
Kornschafhaut. Ich werde das unterwegs abschütteln. Wo ist sie? Eine Metallblume. Begegnung mit der Vergangenheit. Okay. Wildbohnen. Da wollen wir speichern. Fähigkeitenpunkte haben wir wieder. Ach, scheiße, 3. Na, egal. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Ich habe ja irgendwo da so ein Känguru zerstört. Eigentlich sollte ja da irgendwo so ein Teil umeinander liegen. Die Maschine stürzt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. Sprungschläger, Himmelsgleiter. Au. Komm schon, komm schon. Au, 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 au. So. War klar. War klar, wer sich so deppert steht wie ich. Und von 10 Pfeilen einen trifft, kann ich nicht vorher warnen. Was ist jetzt da? Mittelalter-Areal, da ist irgendwas unbekannt. Ah, das ist eine Metallblume, die kann ich ja noch nicht machen. Auf alle Fälle haben da im verbotenen Westen so viele Maschinen, dass der Teufel hat.
Blockierter Weg. Genau so ist's. Schauen wir mal da auf. Diese Rebellen jagen. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Die Rebellen scheinen außer den Maschinenpferchen auch ein Lager zu haben. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Ich habe sie! Da ist jemand! Ziel anvisiert! Oh, ja, keine Munition mehr. Von wo? Hier gibt's nichts zu sehen. Ach so, nicht. Ich könnte diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Jetzt wirst du bezahlen. Wir haben eine Leiche! Eine Munition. Aus der Distanz erledigen! Mitten ins Ziel. Geht in den Deckung! Vorwärts! Nein! Keine Gnade! Erwischt! Sie soll büßen! Oh, au, 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 au. Du wirst leid. Vergeltung! Töten Sie! Guter Schuss! Hallo.
Wie groß ist denn so Hölle das Lager? Sie ist da drüben. Oh, du hast dabei keine Munition mehr. Ich im Visier. Weitermachen! Ich krieg sie aus. Für die Gefallenen! Hast nichts verpasst, bis auf das, dass ich drauf gehe. Da drüben ist Sniper. Das ist eine Präzision. Nicht mehr lange, dann hab ich dich. Sie ist da. So geht's auch. Das ist ein Lagerfeuer. Ein Gefangener. Ossaram, glaube ich. Ich glaube, das waren alle. Ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Falls sie einen Angriff auf Fahrlicht planen, muss ich ihn verhindern. Du glaubst, du bist sicher? Zugbrücke schließen! Ah, das wird da nichts mehr werden. Ganz still halten. Ich sehe sie! Oh Gott, 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 oh Gott. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Ah, sag einmal!
Mal sehen, was ihr mit all dieser Lohe anstellen wolltet. Das ist ja Wahnsinn, oder? Die behalte ich als Vorrat. Aber ist logisch, ein Riesenlager für Truhe aufbringen. Was ist denn da drin? Karja Feuerwappen. Oh. Okay. Aber Feuerschutz halt sehr schon. Leere Behälter. Getreue Tenakt, hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regalla. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regalla arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Sie haben Lohe zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regalla plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lohe gesprengt habe. Fahrlicht dürfte sicher sein. Fürs Erste. Okay, cool. Silberbarren. Himmelsgleiter Klingenschweif. Ich brauche jetzt oft unbedingt einmal eine Werkbank. Ich habe schon wieder so viel Zeit mittlerweile. Fähigkeiten. Medizinkapazität. Ausdauerregeneration. Erhöht deine Waffenausdauer-Limit. Mutstoß. Baue Mut schneller auf. Aktiviere deinen ausgerüsteten Mutstoß. Machen wir mal Waffenausdauer und Waffenausdauerregeneration. Dann haben wir da schwere Waffen und da Konzentrationsregeneration. Das war vielleicht noch ein bisschen gut. Dann hätten wir Powerschüsse gehabt. Fernkampfschaden. Ist ein Mutstoß. Mutstöße sind quasi so gewisse Sachen. Mutstoß heißt die Spezialfähigkeit Mutstoß.
Mit dem Mutstoß kann ich jetzt dann eine Fähigkeit auswählen, da wo ich 50 Pfeile schon ist. So ungefähr. Rebellenlager, Nahkampfplatz. Jagdgebiete. Die Dornrücken, da müssen wir wieder zurück. Begib dich zu den Koordinaten des Eklipse-Verstecks. Das nächste war dann eigentlich der Langhals. Aber da wir mir von Lagerfeuer zu Lagerfeuer kostenlos teleportieren können, was ganz cool ist, werden wir das jetzt einmal geschwind tun, werden wir zu Ding gehen. Schnell speichern und Schnellreise kostenlos. Kann ich da jetzt überall hier reisen? Also so versteckte Ruinen und so? Also beim Lagerfeuer kann ich überall hin. Scheißegal, wo ich hin mag. Das finde ich gut. Aber das muss ich auch erst noch gewähnen. Beim Essen sitzen und man schau. Das geht aber auch nur das Wochenende. Ruht euch aus allesamt. Lukasha, wie geht es dir? Schon besser, Aloy. Nach Savohas Tod habe ich nur noch gebetet. Ich wollte unbedingt ein Zeichen, einen Weg nach vorn. Ein neues Zuhause für uns. Doch keine Vision kam. Was tatest du dann? Zuerst war ich verzweifelt. Doch dann wusste ich es. Vielleicht blieb die Vision aus, weil die Antwort direkt vor meinen Augen lag. Vielleicht hat der Düsterpfad uns ja genau an unser Ziel geführt. Vielleicht ist das hier unser Zuhause. Petra war gut zu uns. Sie gab uns Essen und Arbeit. Manche helfen sogar in der Schmiede. Schön, dass es euch hier gefällt, Lukasha. Kettenkratz ist kein Paradies. Aber gut genug. Und du, hast du deinen Platz gefunden? Ich weiß nicht. Habe ich wirklich einen? Du brauchst wohl ein Leuchtfeuer. Ich hoffe, du findest es. Und ein Zuhause. Bin mir nicht sicher, ob wir mir jemals ein Zuhause finden werden. Aber egal. So, jetzt geben wir unser Quest noch da drin an. Halt. Müssen wir schon warten. Müssen wir wieder die Taverne. Schön. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvins Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere. Alvand. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvand her. Und Petra auch. Hier zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Werden die Karja die Konzession
Petition unterzeichnen? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Karja... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Wieder mit Armut! Steht ihm recht. Weg von mir. Dreck steht dir gut, Alvand. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Nebenquest abgeschlossen. Okay. Kettenkratz Nora ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Unser Zuhause ist bei Tepp. Ja, da stimme ich dir zu. Nora Gesalbte, Nora Streiterin. Die aktuell noch immer mit derer zufrieden. Ach Gott, mit dir. So, was heißt jetzt Outfit-Stärkung? Also Outfit wird gestärkt. Wahrscheinlich mit dem Ganzen. Mhm. Die Tenakt sind wirklich tatkräftig. Du wirst... Schauen wir mal. Kannst du nicht dabei in Cyborg mich da einzeigen, nur weil er so ausschaut. Der Hallo drinne. Den Rest pult man einfach mal.
Kaufen können wir eigentlich nichts Besonderes nicht. Könntest du eine neue Rüstung brauchen? Okay. Ich glaube, umso weiter muss man kommen, umso mehr können wir kaufen. Schmiede rausgeworfen hat. Petra meinte, du hast Ärger. Und Ärger ist immer gut für mein Geschäft. Sieh dich um. Solche Waffen findest du sonst nirgendwo im Schrecken. Garantiert. Da bin ich mir nicht sicher. Genau. Die gibt's nichts Besonderes nicht. Kosten ein paar Metallscherben. Schau mal wieder rein, Rotschopf. Ja, ich brauche da Mein Werkbank. Glückshammer bis dahin auch fertig. Vielleicht lässt du ihn mal heil. Glückshammer. Warum schießt... So, was haben wir jetzt für Upgrades? Stacheln, Fallen, Seile und Präzisionsknochen. Präzisionsköcher, nicht Präzisionsknochen. Da muss ich mal auf die. Und jetzt schreiben wir es auf, was man mir braucht. So, der kann weg. Was da noch steht. Kann auch weg. Weil wer schreibt, der bleibt. Mir braucht man Nabelschweinknochen. Dann braucht man Kaninchenhaut. Zweimal. Dann braucht man Kaninchenknochen. Und Nabelschweinhaut. Gänsefedern und Krötenechse. Echsenknochen. Und Gänsefeder. Krötenechsenhaut. Dreimal. Präriehundknochen. Einmal. Barschgräte und Entenfedern. Bringe ich schon immer auf mein Zettel auf. Barschgräte und Entenfedern. Und dann braucht man noch Geiergabelbein und eine Krötenechsenhaut. Braucht man Geiergabelbein. Geiergabelbein. Ein Stück. 2 Stück und Präriehundhaut.
Präriehund. Haut. Und 3 Geierfedern. Seit 3. Ja, das ist einiges. Fallenherstellung. Los mal. Outfit Upgrade. Nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes. Nora Streiterin. Auch nichts Besonderes. Nö. Waffen-Upgrade. Feuerjägerbogen. Prototyp Stachelwerfer nutzen wir eigentlich aktuell fast gar nicht. Jägerbogenseilwerfer Stolperfalle. Wenn Scharfschussbogen schon. Okay. Schockkriegerbogen. Frostschleuder. Dornrücken Stoßzahn. Möchten fast aufheben. Schlägerjägerbogen. Crit-Chance. 30,65. Ist aber ein bisschen wie der. und kritisch. Ja, bisschen mehr. Ja. Ein Krallenschreiter Klingenschweif. Hab ich nicht. Also ist hinfällig. Ja, freilich. Nicht länger. Nein, das kommt voll. Ein paar Minuten. Na, wenn Tati sagt, es gibt Essen, dann hier ja. Also wenn es schon Essen gibt. Lass mal schauen. Kann da geschwind 4 schauen, solange es lohnt. So, 15 Minuten. Dann gibt's Essen. Also, das heißt, um kurz vor 7:30 werden wir Schluss machen. So, zumindest ist jetzt schon Mittag. Da haben wir unbekanntes Lagerfeuer und dann machen wir in Langhals auch gleich mit. Ich finde übrigens die Schnellreisen ganz cool. Empfängt immer noch ein Signal. Ja, der Fokus empfängt wieder ein Signal. Hey, zack, was sind das für Maschinen? Das kommt für später zum Vorrat. Sind doch keine Geräusch. Todbringen auch nicht mehr. Muss ein Langhals sein. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Das ist auf alle Fälle ein Lagerfeuer. Schnell speichern. Gibt's kein einziges Viech nicht? Okay. Aber da ist der Langhals. Ich denke, ich muss auf die Satellitenschüssel. Muss ich da aufkommen. Sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Himmelsgleiter.
Maschine stürzt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. So geht's. Es wird natürlich immer schwieriger. Oh Gott. Plünderer. Schockschaden. Plündererradar. Das habe ich auch für irgendetwas hätte ich das braucht. Plünderer. Ein Plünderer, der in Herden unterwegs ist und Maschinenkadaver abbaut. Er überwacht das Gebiet nach Bedrohungen und wird seine Beute vor Eindringlingen schützen. Was ist das? Energiebehälter für Plasmaangriffe. Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Ich möchte noch gar nicht auf die. Oh, da fliegt das Teil. Warum sagt mir keiner, dass ich keine Munition mehr habe? Die Plünderer, die haben mich damals schon geschunden. Die Heimat des Utaru-Stammes. Erbaut auf alten Satellitenschüsseln. Das gibt's ja nicht! Ich war schissener Scheißplünderer. Wie im ersten Teil. Das Signal muss ganz nah sein. So, jetzt lasst mir meinen Ruhe, mag da nur Raffi. Mag dann Langhals noch kriegen. Eine Konsole. Aber ohne Energie. Ha. Höher klettern kann ich nicht, aber es sieht aus, als könnte das Ding sich drehen. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauf finden.
Das wird halt nichts mehr. Arschloch. Einer. Down. Das ist ja Wahnsinn. Das sind Plünderer. Schau dir deinen Schmorn an. Und schon wieder. Riley. Ah, was kommt denn jetzt Neues zusammen? Keine Munition mehr. An den Beinen kann ich mich nirgends festhalten. Es muss irgendwie anders gehen. Ah, meine Waffen können dem Ding nichts anhaben. Da hinten läuft irgendein Feuerviech. Sag mal, was ist denn los? Schade, die Sau. Das werden nicht so verflucht schnell werden. Oh. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Plündererradar. Mit einer Satellitenschüssel verbundenes Stromterminal aktiv.
und in meinen Vorrat. Da geht zumindest KW-Affe. Inaktiv. Was? Mit einer Satellitenschüssel verbundenes Stromterminal. Ist jetzt was? Da drüben ist irgendwas. Irgendwie von der anderen Seite hier. Jetzt haben wir echt gedacht, okay, der Langhals, der wird kein Problem. Eigentlich wollte er nämlich schon aufhören. Warum fällst du runter? Harte Landung. Ja, bist du selber schuld? Mein Gott. So, jetzt alles in Ruhe und Gemütlichkeit. Haben wir alle Zeit der Welt. Auch wenn die Welt untergeht. Ey Leute, du musst nicht durchspringen. Alles wird gut. Na, schau her, da kommen wir rum. Oh. Damit müsste ich alles wieder zum Laufen bringen können. Ich muss ihn nur zu dem Generator bringen, der die Schüssel mit Energie versorgt. Das wäre dann da. Oder? Dann können wir es drauf. Dann können wir dann... Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die An Konsole Langhals. von vorhin nochmal ansehen. Ja. Mal sehen, was dieses Ding macht. Sieht aus, als hätte ich Glück. Na, schau her. Das stimmt nicht. Fehler. Schlüsselausrichtung unvollständig. Motorfunktion unterdrückt. Ich hab gewusst, das ist nicht ohne Grund da. Die Maschinerie kommt. Und ich bin noch nicht hoch genug, um den Langhals zu erreichen. Wenn ich die Schüssel voll bekomme, kann ich vielleicht hochklettern. Das hat echt funktioniert. Okay. Dann haben wir es geschafft. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen. Wer hat's wieder nicht erwarten können? Ja, richtig, der liebe Manju. Der wollte wieder nicht warten, bis das umspringen kann.
Weil kann man sich alles sparen, das ist Zeit, die wo verloren ist. Oh Gott. Ich bin unmöglich. So, jetzt nehmen wir nach oben. Ich hoffe, dass er nicht zweigelaufen ist, der Langhals, sonst müssen wir komplett die Drehung warten. Schaut aber ganz so aus, weil ich glaube, da hier vorne ist das Podest. Also ich hätte jetzt gesagt, von da kommen wir auf den Langhals. Oder von da drüben. Nein! Komme! Du weißt was, ich mag nicht mehr. Daher, Lagerfeuer, speichern, Ende. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für deinen Blödsinn. Gut. Dann kann ich da gerade nichts rein tun. Geschwind umschalten. Jetzt. Okeli dokeli. Genau, bis gleich. Jetzt ist ich erst um Epsi. Gut, auf alle Fälle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht es dann wahrscheinlich im Nachmittag wieder weiter. Mal schauen, wann genau und wie und was. Aber morgen werde ich bestimmt noch mal ein wenig spielen, wie lang und wann und wie und was. Ich habe keine Ahnung. Aber ist wurscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstagabend. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.